Heute will ich mal vorführen, wie man mit einem kleinen Signalgenerator oder neudeutsch Signal Injector bei Radios einfache Prüfungen der Funktionen vornehmen kann. Ich habe hier ein typisches Radio aus den 60er Jahren mal geöffnet. Man sieht hier hinten den Drehkondensator. Hier ist das Niederfrequenzteil. Hier am rechten Rand ist der rausgenommene Lautsprecher zu erkennen. Hier ist das HF- und ZF-Teil zu sehen. Hier der Lautstärkeregler. Ich habe das Radio jetzt mal auf einen freien Platz eingestellt, und zwar auf UKW. Da rauscht es nicht so sehr stark. Und ich will jetzt einfach mal vorführen, wie dieser Signalinjektor oder Signal Injector am Lautstärkeregler einen deutlichen Piepton hervorruft. Durch diese kleine Prüfung weiß ich, dass das Niederfrequenzteil bis zum Lautstärkeeinsteller in Ordnung ist, sonst würde das Gerät jetzt nicht piepen. Das Gerät ist jetzt auf UKW eingestellt. Hier hinten ist der Umschalter für UKW und ich probiere mal, ob hier von dort auch ein Signal irgendwo durchkommt. Und man sieht, oder hört besser gesagt, dass auch das UKW-Teil in Ordnung zu sein scheint, denn von hier vorne kommt ein Signal durch. Ich stelle jetzt mal um auf Mittelwelle. Da rauscht es natürlich mehr. Und ich schaue mal, ob der Signalinjektor auch in der Lage ist, drahtlos einen gewissen Pegel hier in das Hochfrequenzteil einzustreuen. Und deshalb gehe ich mal in die Nähe der Kontakte für Mittelwelle. Also ich berühre die Kontakte nicht. Und schon hört man, dass dieses Pfeifen deutlich zunimmt. Gehe ich natürlich an die Kontakte ran. Dann wird das Geräusch natürlich nochmal viel lauter. Auch hiermit kann ich jetzt prüfen, ob das HF-Teil oder das ZF-Teil, je nachdem an welcher Stufe man jetzt hier diese Annäherungsversuche oder Berührungsversuche macht, habe ich einen Überblick, einen groben Überblick, welche Stufen in dem Radio arbeiten oder nicht. So, nun drehen wir mal wieder leise. Ja, einfaches Mittel, das ist hier ein kleiner Bausatz gewesen, der für ein paar Euro irgendwo im Web aufgetrieben wurde. So, das war's schon.